Ey Leute, Part Nummer 11, 11, ja, Part Nummer 11 in unserer Mai-Spieler-Karriere mit David John. Unser zweites Spiel in der NBA nach einem, nicht schlechten Spiel, durchwachsenen Spiel, jetzt würde ich sagen. Gegen die Indiana Pacers geht es jetzt gegen die Golden State Warriors. Natürlich sehr, sehr schwer wird das hier. Weil wenn man, da steht schon Gegenspieler Stephen Curry. Wenn man Stephen Curry als Gegenspieler hat, den besten Spieler hier in dem Spiel, dann wird das schon ein bisschen schwer. Hoffentlich können wir dagegen was ausrichten gegen ihn. Genau wie er gerade gesagt hat, ein bisschen vielleicht eine eigene Show daraus machen. Wir müssen auch immer dicht dran stehen, weil er ist ja auch so jemand, der die Dreier werfen kann von überall. Also muss man da immer gut dran stehen, sonst wirft er einfach und trifft die auch, und dann, das ist natürlich nicht so gut. Aber wir müssen versuchen, richtig gut zu spielen gegen ihn. Wir werden es hoffentlich schaffen. Wäre super. Gut. Freue mich jetzt schon richtig, endlich. Es geht weiter. Jetzt haben wir mal einen richtig guten Gegenspieler. Da können wir auch mal zeigen, wie gut wir sind. Oder ob wir schon da mithalten können. Ob wir schon das Niveau haben von ihm. Naja, okay, Niveau haben wir vielleicht noch nicht von ihm, aber vielleicht halbwegs da. Schwächen, keine ausnutzbare Schwächen. Der Typ hat keine Schwächen. Der hat keine Schwächen. Du hörtest ja, sonst steht er immer da, da sind Schwächen. Aber der hat keine. Der hat einfach keine. Der Typ hat einfach keine Schwächen. Ja, steht 5:18 schon, also. Das was wird hier, mal gucken. Ja gut, das 7:18. Wir liegen ja schon mit 11 Punkten zurück. Jetzt wieder dranbleiben, oh, das wird schwer. Der macht immer das Gleiche und du kannst nichts machen. Da kannst du ja nichts gegen machen, gegen den. Da hätten wir... Was? Oh. Das war natürlich nicht gut. So, schön dranbleiben hier. Jetzt spielen sie mal rum. Da muss man natürlich ganz dicht dran stehen. Der hat ein Handling. Aber wir haben den Rebound. Vielleicht können wir jetzt mal schnell machen. Spielen da rüber. Genau! Wunderbar. Wunderbar. Schöner Dank. Glück gehabt, dass er durchgekommen ist, aber haben jetzt den ersten Assist in dem Spiel. Ein Rebound und ein Assist, jetzt sind noch keine Punkte. Ist auch erstmal jetzt egal. Punkte sind jetzt erstmal egal. Hätten wir werfen können eigentlich, aber egal. Er kommt nicht vorbei. Wir können auch nichts machen. Schade. Schade, er hat fast den noch gemacht, den Korb, aber egal. Er wird sicherlich beide machen, hoffentlich. Er ist eigentlich gut. In dieser Hinsicht, ja, er macht den ersten. Gucken, ob er den zweiten macht. Stephen Curry wird ausgewechselt. Jetzt haben wir es mit Sean Livingston zu tun. Er ist natürlich nicht so stark wie Curry, aber trotzdem immer noch richtig gut.
Also müssen wir auch hier gut aufpassen. Schön dranbleiben. Jawohl. Genau. Oh, warum man die Drehung macht. Oh, schade. Was war das denn? Ja, da... Oh. Da wollte ich den Alley-Oop versuchen. Der sah auch gar nicht so schlecht aus. Eigentlich hätte er den noch kriegen können, aber er wollte wohl nicht. Er wollte einfach nicht den Alley-Oop nehmen. Schade, und dafür natürlich einen Turnover gekriegt. Das ist natürlich richtig doof. Also. Haben wir. Gut. Und wenn er den jetzt macht, macht er nicht. Sonst hätten wir wieder einen Assist bekommen. Haben wir schon 2 Rebounds. So, wo gehen wir hin? Ah, was... Oh, Glück gehabt. Richtig Glück gehabt gerade. So, mal gucken. 43 seconds left in the first quarter of the game. Haben wir gesehen, will er aber nicht machen. Und, Mann, wir treffen einfach zu wenig hier. Oh, 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 oh. Oh. Wie hat den denn bekommen? Das sah auch wieder komisch aus. Erinnert mich irgendwie an die College-Zeit, wo das gleiche eigentlich passiert ist. Komisch, komisch, komisch. So, müssen wir schön dranbleiben. Haben Bus noch 13 Sekunden knapp. Iguodala macht den Dreier, will ihn machen. So, jetzt können wir uns wieder den letzten nehmen. Der geht nicht rein. Schade, schade. Aber egal. Ich habe jetzt gerade nicht geguckt, wie es steht. Und wir liegen noch eindeutig hinten. Was ist das jetzt? Okay. Egal, ich habe das auch weggemacht. 13:20 sind jetzt wieder auf der Bank erstmal. Kommen jetzt bei 2 Minuten 3 rein. Jetzt sind noch 2 Minuten. Oh, Alter, da kommst du nicht hinterher. Nein, da kommst du nicht hinterher. Der hat einen Antritt. Da kommst du nicht hinterher. Oh, den wollen wir nicht machen. Gucken, was er da macht jetzt. Genau, wunderbar. Wunderbar! Schön, da standen wir schön hinten. Curry hat uns nicht beachtet. Fast den Ball verloren vorne und er wollte eigentlich schon abschließen, aber wir haben den Pass angefordert. Hat er auch diesmal genommen. Oh, 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 oh. Haben unseren ersten Dreier in der NBA gemacht jetzt. 3 Punkte haben wir jetzt. Ja. Mal gucken. Mache ich gleich hin. Oh, und er wird geblockt. Und der... schade. Er wird beim ersten geblockt und beim zweiten kriegt er das Foul. So, mal gucken, ob er die beiden macht. Ja, wir liegen viel zu weit hinten. Ich glaube, da passiert noch nichts mehr jetzt. Obwohl es erst das zweite, vierte ist trotzdem. Bezweifle ich, dass wir da noch was machen können jetzt. Aber egal, wir wollen natürlich trotzdem ein gutes Spiel abliefern hier. Ein bisschen punkten. Sieht er bisher gar nicht. Naja, okay, wir haben erst einen Wurf reingemacht. Ist aber egal. Müssen wir wieder gut dran stehen hier. Der wird sicherlich gleich wieder seinen Antritt machen, dann kommst du da nicht hinterher. Nein, diesmal nicht. Okay, okay. Okay, hat er doch gemacht. Da kommst du nicht hinterher. Vor allem nicht, wenn du eine Gesamtstärke von 60 hast, kommt... Oh Mann! Oh nein! Er hat den doch mal gepasst. So, jetzt. Ja, da kannst du nichts gegen machen, gegen den Typen. Da kannst du nichts gegen den Typen machen. Das ist unfassbar, was der macht. Ey, da kannst du nichts machen. Da muss er schon in deinem Team spielen, sonst ist er unfassbar. Da hast du keine Chance, keine Chance. Oh, toll.
Oh! Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der reingeht. Aber wir haben es geschafft und das schön am Ende der Zeit noch. 26:41 trotzdem. Coach Zufriedenheit ist bei B. 26:41, 15 Punkte Rückstand zur Halbzeit. Das ist natürlich schon richtig hart. Naja, vielleicht kommen wir noch ein bisschen ran. Ich bezweifle es, aber wir spielen wieder gar nicht so schlecht. 5 Punkte, 2 Rebounds, 1 Assist. Ich mache das jetzt mal weg, weil das keinen interessiert. Mal gucken, ja, wir sind wieder auf der Bank. Kommen sicherlich erst wieder am 4. Viertel rein. Mal gucken. Ja, Wartecode. So. Warriors leading by 15, so the Raptors 5 right now. Jordan in at point guard. Oh, der stand frei und der macht ihn nicht. Aber da standen wir eigentlich gut dran gerade. Und da oben steht zum Trainer gesagt, ich soll mein Ding machen und ich soll mich nicht auf negative Einflüsse von negativen Sachen beeinflussen lassen. Oh, der hat viel Platz, jawohl. Haben gutes Raumspiel, gute Ballbewegung bekommen. Das ist schon mal gut. Müssen wir wieder dran stehen. Kriegt ein Pick and Roll. Oh, der Pass. Das ist natürlich schlecht, schwer zu verteidigen. Das kannst du eigentlich fast gar nicht verteidigen. Boah, und der schubst mich erstmal richtig doll weg. Können wir erstmal. Oh, macht er den? Nein, macht er nicht. Ah, und er will. Ach. Egal. 2 Freiwürfe. Wenn er beide macht, dann sind wir bloß noch 15 Punkte wieder hinten. Ja, das wird nichts mehr hier. Also das wird schwer, da irgendwie noch ranzukommen, vor allem weil es bloß noch hier nach 1 Viertel ist. Also, das wird wohl nicht mehr. Trotzdem wollen wir natürlich vielleicht noch ein paar Punkte machen wieder. Gucken, ja. Gehen wir mal hier nach außen. Ah. Wieder was machen können. Ja, wir spielen mal rüber, mal gucken. Ah, schade, macht der wieder nicht. Schade. Ja, da haben wir uns in eine schlechte Position gebracht, weil wir stehen bleiben mussten. Oh, nein, nein. Ah, gut. Aber schlechten Blockversuch bekommen. Ah, haben wir eigentlich schön frei gemacht gerade. Mal gucken, ob wir das Pick and Roll spielen können. Nein, er will nicht. Spielt nach außen. Müssen wir machen. Müssen wir machen. Ja, wir hatten keine Zeit mehr. Kein Punkt gemacht jetzt. Ah, Mann. Ist schon schwer, wenn du als zweites Spiel schon die Golden State Warriors hast, die eigentlich richtig gut sind. Mal gucken. Ja, wir spielen noch die letzten 1,25. 21 Punkte hinten. Ja, das wird nur nichts mehr hier. Das ist so sehr unwahrscheinlich. Vielleicht können wir uns noch ein bisschen hier an Stephen Curry messen. Ich glaube aber nicht. Doch, da waren wir echt gut dran diesmal. Oh, da macht er natürlich sowas, aber wir waren gar nicht so schlecht diesmal dran. Die macht er natürlich beide. Ja, vielleicht können wir noch einen Punkt machen hier. Haben 5 Punkte, 2 Rebounds, 1 Assist. Mal gucken. Oh, da sollte er nicht hin. Aber geht auch so. Geht auch so. Pass zum Assist gegeben. Na, egal. So, wieder schön dranbleiben hier.
Da musst du jede Sekunde aufpassen hier, damit der, ja, guck mal, wie schnell der ist. Da kannst du nichts gegen machen. Mit einer 60er oder 65er Geschwindigkeit, oder wie schade ich, 71. Da geht da nichts. Schön gesehen. Oh, und der Block, oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt gleich, wir haben uns noch 5 Sekunden. Den müssen wir machen. Ja, aber ging nichts anderes. Jetzt ist das Spiel vorbei, wir kriegen auch keine Würfel mehr. Aber egal, letzten 10 Sekunden jetzt, also da wird jetzt wohl nichts mehr kommen. Ja, die werden jetzt runterspielen. Das war's dann auch mit dem zweiten Spiel. 87:65 geht's aus. Haben 5 Punkte, 2 Rebounds, 1 Assist gemacht. Also relativ gleich zum ersten Spiel. Haben uns diesmal verloren. Egal, mal gucken. Wieder Leistung schlecht, Coach of B. Ich weiß gar nicht, wie sollen wir da unsere Leistung verbessern? Weil wir spielen ja nicht sehr lange. Aber egal. Wir werden uns steigen und wir verdienen Punkte, können vielleicht uns ein bisschen aufleveln und dadurch dann besser werden. Hoffentlich. Müssen aber jetzt erstmal gucken, wie es weitergeht. Stephen Curry natürlich Spieler des Spiels, ist natürlich klar. Da kannst du auch nichts machen als Point Guard mit einer 60er Wertung. Hast du da einfach keine Chance gegen einen, der eine 95er Wertung hat da. Ja, 5 Punkte, 2 Rebounds, 1 Assist, 10 Minuten gespielt, 2 von 5, Dreier, 1 von 1. So, mal gucken, wie viel hat denn Curry. 34 Punkte, 9 Rebounds, 8 Assists. 34 Punkte hat er gemacht. Damit hat der 29 Punkte mehr als wir gemacht. Aber egal. Da wollen wir auch noch hinkommen. Sind aber jetzt erst am Anfang. Er hat auch nicht zum Anfang in seiner ersten Saison so viele Punkte gemacht. Also mal gucken. Jetzt kommt wieder eine Zwischensequenz. Mal gucken. Ich hoffe, die geht nicht zu lange. One minute you're playing 21 and horse on the courts in Harlem, and the next moment you're in the showroom, configuring the gunmetal and graphite exterior of your electric car and your iPad mini. Oh, I bet you get a crazy crowd when you drive that car around the block in the old neighborhood, huh? Yeah, living the dream. Mad pandemonium. But folks from back around the way are real proud of me. Yeah, I hear you. Local kid makes good. You know, it kind of reminds me of when I took my tech stock public and I rang the New York Stock Exchange bell and my mom's friends called her up and said, Maggie, is that your son on Bloomberg News this morning ringing the bell? And my mom says, yes, sirree, Bob, it was him. That was a great moment, Freak. And you know, our lives, like a pearl necklace of great moments, all strung together with the finest silk thread of memories. And we have to be very careful how we cultivate those pearls and you thread that necklace. Does this meeting by any chance have to do with Vic Van Leer? I grew up in the burbs, Freak. I wasn't poor, upper middle class, comfortable. My daddy worked as an accountant for one of the largest insurance firms in the country. Smart with his money. Mom didn't have to work. I went to boarding school. And my dad died of a heart attack when I was a freshman at MIT. I was a movie geek, wanted to be a civil engineer, but I made my fortune by becoming a hybrid of both those interests. My dad didn't want me to be an accountant. Oh, listen to this. My best friend was a guy named Isidore. Naja, ich glaube, ich überspringe die jetzt. Die kannte ich schon, die ist einfach zu lang. Ich habe keine Lust, mir die ganze Zwischensequenz jetzt anzugucken. Ich glaube, auch keiner von den Zuschauern hat jetzt die Lust. And I understand some of his judgments might shadow his actual character. He's not that at all. Man, Vic, let me tell you something. We actually, we have love for each other. We're brothers. Blood couldn't make us any closer at all. I mean, he has so much loyalty to me and to my family. You can see even Cece, you know, has issues with him, but he still loves her. He still loves her. Ja, was kurz zur Zwischensequenz gesagt, ich kannte die ja schon. Also es geht da halt um unseren
Freund, Kumpel, wie auch immer, Vic, der halt nur Scheiße baut, so gesagt. Und das will der Teameigentümer nicht, er will uns ja haben und nicht noch die außenrum und deshalb gibt uns nicht die nicht ganz Entscheidung, aber er sagt uns, er will halt Vic nicht mehr haben, er gibt ein Stadionverbot, glaube ich, war das. Und ja, er will ihn halt nicht mehr in der Nähe haben, damit das nicht unseren Ruf schadet und auch nicht unserem Team. Und ja, das ist eigentlich die ganze Zwischensequenz. Die geht, glaube ich, 10 Minuten lang oder so und das muss man sich, glaube ich, nicht antun so lange. Also habe ich die jetzt einfach mal übersprungen. Egal. Naja. Nächstes Spiel im nächsten Part gegen die Denver Nuggets. Spiel 3 von 8. Spiel Nummer 20 im Rookie-Jahr. Das wird im nächsten Part passieren. Vielleicht level ich nochmal ein bisschen hoch, damit wir noch ein bisschen besser werden als Point Guard. Aber mal gucken. Ja, egal. Ich verabschiede mich dann wieder. Also bis zum nächsten Part und haut da rein.